Von Häusern auf Inseln bis hin zu Häusern auf Hügeln und Bergen. Hier sind die 12 isoliertesten Häuser der Welt. Nummer 12. Edinburgh of the Seven Seas, Tristan da Cunha. Manchmal ist es nicht nur ein einzelnes Haus, das von der Außenwelt isoliert ist, sondern eine ganze Stadt. So wie bei Edinburgh of the Seven Seas, Tristan da Cunha. Diese besondere Stadt ist über 1931 Kilometer von jeglichen anderen Menschen entfernt, was es zu einem der isoliertesten Orte der Welt macht. Die Stadt selbst wurde bereits 1867 nach dem Herzog von Edinburgh bekannt, als er den Ort besuchte. Aber in der heutigen Zeit ist es unter den 300 Einwohnern, die dort leben, als The Settlement bekannt. Das nächstgelegene Land zu diesem Ort ist eigentlich Südafrika, aber es ist weiter als die nächste bewohnte Gegend, da es fast 2400 Kilometer entfernt liegt. Edinburgh of the Seven Seas ist die Heimat eines Vulkans in der Mitte der Insel. Der Vulkan brach 1961 tatsächlich aus und die Menschen mussten evakuiert werden. Aber da der Vulkan den Häusern und dem Grund nicht viel Schaden zufügte, konnten sie dorthin zurückkehren und sie sind auch heute noch dort zu finden. Nummer 11. Haus auf der Halliday-Insel. In Island gibt es eine seltsam konturierte Insel vor der Küste namens Halliday-Insel und auf dieser Insel gibt es ein einzigartiges Haus. Nur eines und dieses liegt fast perfekt in der Mitte der Insel. Das Haus selbst wurde von einer Gruppe von Jägern aus Island gebaut, die versuchten, einen Papageientaucher zu fangen. Warum sie das Bedürfnis verspürten, das Haus genau dort zu bauen, ist ein kleines Geheimnis. Das Haus sieht im Vergleich zum Rest der Insel unglaublich klein aus und im Gegensatz zu vielen anderen Häusern hat es mit seinen eigenen unnatürlichen Wetterphänomenen zu kämpfen. Vor allem wegen der Höhenlage, auf welcher sich das Haus der Insel befindet, muss das Haus unglaublich heftige Winde ertragen. Nummer 10. Just Enough Room Island, Kanada. In Kanada gibt es eine kleine Insel innerhalb der Grenzen des St. Lawrence-Flusses. Die Insel wird wirklich Just Enough Room Island genannt, weil jemand erkannt hat, dass es gerade einmal genügend Platz für ein einzelnes Haus und einen sehr kleinen Hof gibt. Das einstöckige Haus weist tatsächlich genügend Platz auf, um die meisten Dinge zu tun, die ein Hausbesitzer tun würde, einschließlich einen Baum zu haben und gelegentlich Platz zu haben, um Stühle und dergleichen aufzustellen. Da es sich jedoch um einen fließenden Fluss handelt, gibt es Ebbe und Flut. Während der Flut wird der Vorhof vom Wasser verschlungen. Dann bei Ebbe kann die Familie draußen sitzen und sich dort auf Stühlen entspannen. Um sich fortzubewegen, hat die Familie ein Boot, mit dem sie auf die andere Seite des Flusses gelangen, wenn sie irgendwo hinfahren müssen. Nummer 9. Villa Las Estrellas, Antarktis. Es gibt nur 2 Siedlungen auf dem gesamten Kontinent der Antarktis und eine davon ist die sehr abgelegene Villa Las Estrellas. Diese sehr kleine Stadt, in der maximal 100 Personen wohnen können, wurde an der Küste einer Insel direkt neben dem Kontinent gebaut. Es ist eines der wenigen Gebiete, in welchen wir Menschen überleben können, genauso auch Tiere, die sich auf dem gefrorenen Kontinent befinden. In dieser Siedlung gibt es eine Turnhalle, eine Schule, eine Kirche und sogar ein Postamt. Und für das Internet haben sie dort WLAN. Es ist jedoch mit den Computern der Schule verbunden, sodass man in der Schule sein muss, um an Internet zu kommen. Nach allem hat die Isolation ihren Preis, denn die Wintermonate der Antarktis gehören zu den gefährlichsten auf der Erde und deshalb verlassen viele der Siedler die Stadt, um sicherzugehen, dass sie nicht durch die eisige Kälte, den heftigen Wind und die Schneehügel verletzt werden. Nummer 8. Die Färöer-Häuser. Die Färöerinseln liegen zwischen Norwegen und Island und einige Leute haben beschlossen, einen sehr wikingerhaften Ansatz zu verfolgen, was ihre Lebensweise betrifft. Diese abgelegenen Häuser sind buchstäblich in den Boden eingebaut, auf dem sie laufen. Außerdem sind die Wände ihrer Häuser aus reinem Stein. Während andere Häuser der Gegend eher traditionell gebaut sind, wurden diese eher im Stil der Wikinger erbaut, die zwischen 400 und 600 nach Christus lebten. Einige schauen sich diese Häuser an und vergleichen sie mit den Hobbits von Herr der Ringe. Aber diese Häuser wurden lange bevor J.R.R. Tolkien überhaupt bekannt wurde, gebaut.
Nummer 7. Casa do Penedo, Faith Mountains, Portugal. Casa do Penedo bedeutet Haus aus Stein, was ein sehr passender Name für dieses Haus am Faith Mountain in Portugal ist. Dieses besondere Haus wurde aus 4 riesigen Felsbrocken geschnitzt, von denen alle 4 noch heute zu sehen sind, wenn du dich entscheidest, dieses Haus selbst zu besuchen. Das Haus ist voll funktionsfähig, mit der Ausnahme, dass es aufgrund seiner Konstruktion und seiner Lage in den Bergen keinen Strom hat. Wenn du also nachts etwas sehen möchtest, dann musst du Kerzen anzünden. Dieses Haus wurde 1974 erbaut und war gedacht, als Ferienhaus für Besucher zu dienen, die gerne von allem wegkommen würden. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie keinen Strom an diesem Ort haben. Nummer 6. La Rinconada, Peru. Peru ist die Heimat der Anden und in den Anden liegt eine Siedlung namens La Rinconada. Diese Stadt liegt 5200 Meter über dem Meeresspiegel, was sie wiederum zur höchsten Siedlung der Welt macht. Was dich aber überraschen könnte, ist, dass diese Stadt nicht klein ist, sondern eigentlich ziemlich groß. 50.000 Menschen leben in La Rinconada, was eine große Leistung ist, da die Berglandschaft und das Gelände viele Probleme für die Menschen mit sich bringen. Aufgrund seiner Lage und Höhe auf dem Berg gibt es beispielsweise kein fließendes Wasser in der Nähe. Außerdem kann das Leben in dieser Höhe deinen Körper in vielerlei Hinsicht beeinflussen, wenn du nicht daran gewöhnt bist. Warum also an einem solchen Ort leben? Weil es in der Gegend Gold gibt. Der Gletscher La Bella Durmiente befindet sich knapp über der Stadt und unter diesem Gletscher befindet sich Gold. Und viele Leute gingen dorthin, nur um zu versuchen, etwas davon zu bekommen. Nummer 5. Ketski-Säule, Zentralgeorgien. Im Land Georgien gelegen, erhebt sich eine mehr als 37 Meter hohe Steinsäule über der Landschaft der Umgebung. Und auf dieser Steinsäule befindet sich ein Gebäude, genauer gesagt eine Kirche. Diese christliche Kirche wird von einem Mönch aufrechterhalten, der alleine an der Spitze der Säule lebt. Er pflegt die Kirche als Teil seiner Pflicht und genießt gleichzeitig den Blick auf die georgische Landschaft. Die Menschen können den Pfeiler hinaufklettern über eine Eisenleiter an der Seite der Klippe, um zur Kirche zu gelangen, mit Ausnahme von Frauen, denen dies nicht erlaubt ist. Was an dieser Kirche sehr interessant ist, ist, dass ihr Ursprung im 7. Jahrhundert liegt, was bedeutet, dass sie alte Methoden anwenden mussten, um alle Materialien auf die Spitze der Säule zu bringen, damit die Kirche erbaut werden konnte. Nummer 4. Steinhaus. In Serbien fließt ein Fluss namens Drina und in den 1960er Jahren beschloss eine Gruppe von Jungs, auf eine kleine Insel in der Mitte des Flusses zu kommen und ein eigenes Haus zu bauen. Aufgrund der Größe der Insel mussten sie eigentlich eine Plattformerweiterung auf dem Felsen machen und daraufhin das Haus bauen. Die Jungs nutzten dieses Haus als ihr eigenes kleines Clubhaus, um im Sommer Spaß zu haben. Das Haus steht bis heute dort. Leider wurde das Clubhaus trotz seiner Höhenlage über dem Wasser gelegentlich durch die Überschwemmungen des Gebiets zerstört. Aber jedes Mal, wenn es zerstört wurde, baut es jemand wieder auf. Aus diesem Grund steht es auch heute noch. Nummer 3. Coober Pedy. Die Stadt Coober Pedy in Australien liegt neben einer Opalmine, die eine der reichsten Minen der Welt ist. Das Problem war jedoch, dass es in der Gegend keinen Schatten gab, sodass die Stadtbewohner und Bergleute die Sonne ertragen mussten, wenn sie nicht in den Minen waren. Also beschlossen sie zu gehen und ihre Stadt in genau diese Minen zu legen, aus denen sie Opal gruben. Hut ab, denn sie haben tatsächlich ein ziemlich erfolgreiches Untergrundheim geschaffen. Sie haben Kirchen, Geschäfte, Bars und sogar Whirlpools, die sie in ihren Häusern installieren konnten. In den Opalminen leben über 200 Menschen und da es geschlossen ist, ist die Temperatur dort viel kühler als im Freien. Nummer 2. Supai-Dorf, Arizona. Es gibt ein Havasupai-Reservat in Arizona, wo sich das Dorf Supai befindet. Dieser Ort ist so abgelegen und abgeschieden, dass man einen Hubschrauberflug machen muss, nur um ins Dorf zu gelangen. Es gibt einen kleinen Pfad, den man nehmen kann, um dorthin zu gelangen, aber es sind 12,8 Kilometer zu Fuß
und es gibt keine Straßen, die nach Supai führen. Tatsächlich ist dieser Weg der einzige Weg, wie das Dorf zur Post kommt, und er wird tatsächlich von einem Maultier geliefert. Einer der wenigen Orte in den USA, an dem die Post noch auf diese Weise zugestellt wird. Man könnte meinen, dass diese Art der Abgeschiedenheit es nicht zu einem beliebten Reiseziel machen würde, aber das wäre falsch. Touristen kommen gerne hierher, weil es in der Nähe des Grand Canyon liegt und sie können einen Blick auf die Havasu-Wasserfälle werfen. Nummer 1. Klippenhaus. Inspiriert von der Art und Weise, wie Seepocken auf dem Außenrumpf eines Bootes wachsen können, beschloss jemand, ein Haus zu bauen, das als Erweiterung einer Klippe in Australien gebaut wurde. Dies ist als das Klippenhaus bekannt. Getreu seinem Wort ist es wirklich in die Seite einer Klippe an der Küste des Kontinents gebaut, und zwar so, dass das Haus, das 6 Stockwerke aufweist, die Sicht von jemandem, der sehen will, wie die Landschaft von oben auf der Klippe ist, nicht blockiert. Jede Schicht des Klippenhauses hat ihren eigenen speziellen Bereich, in dem man bestimmte Dinge tun kann. Man betritt das Haus über das Dach, das über einen Aufzug verfügt. Aber nicht nur für dich, sondern auch für dein Wunschfahrzeug. Das packt auf der allerersten Ebene, denn darunter befindet sich der Wohnbereich, die Küche, das Schlafzimmer und vieles mehr. Jedes Stockwerk ist jedoch von Fenstern umgeben, die es einem ermöglichen, die Aussicht und Landschaft der australischen Küste und des Ozeans zu genießen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kannst du glauben, wie isoliert einige der Häuser sind? In welchem würdest du gerne ein wenig Zeit verbringen? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen.